und herzlich willkommen beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollte ich einen kleinen Clip zum Thema U-Joints machen, beziehungsweise Universal Joints. Im Deutschen sind das die Kreuzgelenke. Und ich habe hier ein paar Kreuzgelenke schon mal hergelegt. So sehen die aus. Die befinden sich im Antriebsstrang von den US-Cars. Wenn die älter sind, dann können die auch im Antrieb so aussehen. Das Ganze ist jetzt hier ein doppeltes Kreuzgelenk. Wir haben sogenannte Kreuzgelenke auch bei europäischen Fahrzeugen. Da sind die allerdings anders aufgebaut. Also wir haben bei Fahrzeugen jetzt mit Fronttrieb, zum Beispiel bei VW, das sind eher dann CV-Joints. Da ist eine Gummimanschette drum und die nennen sich CV-Joints. Das sind Continuous Velocity Joints, weil eben die von der Technik ein bisschen anders aufgebaut sind. Die haben immer eine gleichbleibende Rotationsgeschwindigkeit und die U-Joints bewegen sich etwas anders. Ich kann das gleich mal anhand eines Beispiels näher zeigen. Ja, U-Joints haben die Aufgabe, Winkeldifferenzen auszugleichen. Das heißt, Winkeldifferenzen hier in der Antriebswelle. Das sieht man auch hier. Also wir haben hier einen Eingangswinkel und einen Ausgangswinkel und der liegt eben nicht bei 0, sondern der hat eine Winkeldifferenz. Und es kommt eben zu diesen Winkeldifferenzen zum einen dadurch, dass ein Fahrzeug ja einfedern soll. Das heißt, die Achse macht natürlich eine Bewegung und dadurch verändert sich auch der Winkel. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei frontgetriebenen Fahrzeugen, dass sich der Winkel durch Lenken nach links und rechts ändert. Und dadurch muss natürlich auch die Antriebswelle eine Änderung dieses Winkels vornehmen. Und das wird eben hier durch ein solches Gelenk eben ausgeglichen. Zusätzlich zum Winkelausgleich müssen natürlich bei so einer Kardanwelle auch dann dadurch, dass sich das Fahrzeug hinten hoch und runter bewegt, die Länge ausgeglichen werden. Das heißt, man hat hier einen sogenannten Slip Yoke, der sich eben im Getriebe dann auch ein Stück nach vorne und nach hinten bewegen kann, je nachdem, ob eben sich die Antriebswelle ein Stückchen rauszieht oder wieder ein Stückchen reingeht. Ja, solche Kreuzgelenke können, wenn sie kaputt sind, verschiedene Probleme bereiten. Das kann zu starken Vibrationen im Antriebsstrang führen, aber auch zu einem Klackern. Das ist immer dann darauf zurückzuführen, wenn man merkt, dass das Ganze geschwindigkeitsabhängig ist. Also das heißt, die Kreuzgelenke sind ja im Antriebsstrang und dadurch ist eben dieses Geräusch bzw. diese Vibration dann auch immer abhängig von der Geschwindigkeit und verändert sich mit dieser. Also die sind nicht drehzahlabhängig, sondern immer eben von der Reifendrehgeschwindigkeit abhängig und damit eben auch von der Geschwindigkeit, die eben die Antriebswelle dann auch dreht. Ja. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kreuzgelenke zu wechseln. Ich zeige euch eine davon. Das hier ist mit einer solchen Presse. Es gibt auch die Möglichkeit, die auf einer hydraulischen Presse zu wechseln oder mit einem Hammer. Aber was ich euch jetzt zeige, das gilt für die U-Joints mit hier diesem Nylon-Insert. Die erkennt ihr an diesem Punkt. Ich hoffe, man erkennt das auch auf dem Video und kann das sehen. Und die sind speziell, weil man sie vorher erhitzen muss. Und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Also wie gesagt, die Variante gilt nur für die Variante mit Nylon-Insert. Die erhitzt man jetzt so lange, bis dieser Einsatz rauskommt. War rundum. So, jetzt sehen wir, dass das da rauskommt.
Ja, und dann braucht ihr euch nur noch Schlagschrauber zu nehmen und die Presse hier anzusetzen. So, und jetzt kann ich das Ganze mit einer Zange da rausdrehen und hier sieht man auch dieses Nylon-Insert. Das das Kreuzgelenk ab Werk sichert. Hier kann man auch davon ausgehen, dass das noch die ersten Kreuzgelenke sind. So, hier kann man jetzt das Innere von dem doppelten Kugelgelenk sehen. Ja, hier kann man an dem alten Kreuzgelenk sehr gut das Fehlerbild erkennen. Und zwar, das ist ein typisches Fehlerbild bei so einem Kreuzgelenk. Da ist eins der Trunnions trocken gelaufen. Und zwar sieht man da hier die Kappe, die kein Fett mehr hat. Und eben auch schon die Einlaufspuren hier auf dem Trunnion selbst. Die anderen sind noch glänzend. Und dementsprechend hätten die noch eine Weile weiter durchgehalten, aber eben oben hat ein Abrieb ist schon erfolgt und dementsprechend hat das dann angefangen Geräusche zu machen und eben auch Spiel zu bekommen. Ja, am besten nehmt ihr euch dann hier so ein Dremel und damit könnt ihr die Augen hier in den Yokes könnt ihr dann säubern und ein bisschen hier den Rost und so rausholen und die Verunreinigung. Ja, für den anschließenden Zusammenbau nehmt ihr die Hütchen erst ab, setzt das Kreuzgelenk rein und versucht dann die Hütchen wieder mit der Presse von außen dort reinzuschieben. Und hier bei den neuen Hütchen seht ihr da ist so eine Nut und da kommt ein Sprengring von innen rein und der sichert das Ganze. Ja, hier kann man diese Sicherungsringe sehen. Das sind Sprengringe, die von außen in die Nut reingedrückt werden. So wie hier werden die angesetzt und die werden dann mit Druck in die Nut eingesetzt und halten dann das Hütchen fest, beziehungsweise das Hütchen kann so nicht nach außen rausgehen, weil da jetzt der Ring sitzt. Und jetzt wird das zweite Hütchen von außen dagegen gedrückt und auch dort der Sicherungsring angesetzt.
So, als letztes solltet ihr dann noch hier diesen Schmiernippel nehmen und den dann hier in das Kreuzgelenk einschrauben. Das gehört dann hier in diese Bohrung. Und dann könnt ihr dem Kreuzgelenk noch ein paar Stöße mit der Fettpresse geben. Und dann ist das auch für die nächsten Kilometer direkt gut geschmiert. Dann seht ihr jetzt, wie das Fett hier aus dem Kreuzgelenk unten schon austritt. Und dann ist auf jeden Fall genug. Dann könnt ihr das überschüssige Fett einfach abwischen. Ja, und jetzt ist die Antriebswelle auch schon fertig zum Wiedereinbau ins Fahrzeug. Ich habe die hier nochmal liegen, kann man sich das Ganze nochmal anschauen. Hier ist jetzt das neue Kreuzgelenk. Und ich werde die jetzt hier drunter bauen. Ich hoffe, hier ist genügend Licht, wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, dann wird die bald hier unten ihren Dienst verrichten. Hoffentlich für lange Zeit. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao.